Schön, dass ihr dabei seid heute in unserem ersten Outdoor Active Faces Video-Interview. Wir haben Michael Larcher, den Lawinenexperten, heute über den Dächern Innsbrucks für euch interviewt. Er ist seit 40 Jahren Bergführer und mittlerweile Leiter der Abteilung Bergsport im österreichischen Alpenverein. Und was er so zu berichten hat, bekommt ihr gleich im Interview zu sehen. Viel Spaß! Wie kamst du denn zum Thema Bergsport überhaupt? Wurde dir das als Tiroler quasi in die Wiege gelegt? Ja, in die Wiege gelegt ist, glaube ich, das richtige Bild. Also mein Vater war leidenschaftlicher Bergsteiger, Extrembergsteiger, war auf allen Kontinenten Bergsteigen, was damals noch nicht so selbstverständlich war. Meine ganze Jugend ich war eingebettet in diese ganze Alpenverein, Bergrettung, Hochgebirgsgruppen, Klicken, von den erwachsenen Vorbildern her, von der Jugend her. Also das war schon sehr naheliegend, dass mich dann auch dieses Fieber packt und dann auch als leistungsorientierter Extrembergsteiger mich entwickelt habe, dann zum Bergführer und dann immer mehr zum Ausbilder und zum Berglehrer und zum Sicherheitsexperten. Du bist zertifizierter Sachverständiger für Alpinunfälle in Österreich. Was heißt das eigentlich? Was sind deine Aufgaben? Wie schaut dein Job da aus? Beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, so heißt es ganz genau. Der Job ist, dass die Berge sind kein rechtsfreier Raum. Also auch Bergunfälle werden von der Alpinpolizei dokumentiert, landen beim Staatsanwalt. Gerade wenn es um geführte Touren geht, also Unfälle, wo Bergführer ihre Leistung auch verkauft haben, ihre Sicherheitsleistung, ist es natürlich von Amts wegen so, dass der Staatsanwalt Untersuchungen einleitet. Und um sich ein Bild zu machen, beauftragt das Gericht Gerichtssachverständige, die dem Staatsanwalt, die dem Richter dann sozusagen erklären, was ist da wirklich passiert und was ist Stand der Technik im Bergsteigen. Was wird heute empfohlen, was sind die allgemein gültigen, anerkannten Regeln, und der Richter entscheidet dann, ob diese verletzt wurden oder nicht. Dadurch hast du ja bestimmt auch schon einiges erlebt und auch mitbekommen. Wie gehst du mit der Belastung psychisch um? Also das ist ja auch deine Leidenschaft. Beeinflusst dich das in deinem alltäglichen Bergsport? Ich denke schon, dass es prägend war, aber jetzt weniger die Arbeit als Gerichtssachverständiger. Prägend war, dass ich von meiner Jugend an immer wieder ganz nah konfrontiert war mit dem Sterben am Berg. Also ich war Augenzeuge von Menschen, die vor mir abgestürzt sind. Ich habe auch die Körper gesehen, wie sie aussehen, wenn sie über viele 100 Meter abstürzen. Und es hat fast kein Jahr gegeben, wo nicht aus meinem engsten Bekanntenkreis jemand am Berg verunglückt ist. Und ich denke jetzt rückwirkend, ich werde jetzt dann nächstes Jahr 65, rückwirkend denke ich, dass das prägend war. Das ist einerseits die Faszination Bergsteigen, die Leidenschaft, aber eben Leidenschaft. Und andererseits immer wieder diese Tragödien, die dann die Eltern, Mütter, Väter lebensverändernd sind, und zwar im Negativen. Und irgendwo diese Spannung, ja, zwischen der Faszination und dem lebenssinnstiftenden Element des Bergsteigens und gleichzeitig dann dem Leidstiftenden. Und hier einen Ausgleich zu schaffen oder hier entgegenzuwirken, dass das Leid weniger wird und nur mehr das andere überbleibt, das wäre so die Vision. Ja, das denke ich war im Rückblick schon dann ein guter Weg, dass ich auch vom leistungsbezogenen Extrembergsteigen mich dann immer mehr über die Bergführerei zum Berglehrer entwickelt habe und zu dem, der Unfälle analysiert und Initiativen in die Welt setzt, Initiativen gründet, um Bergsteigen sicherer zu machen, Bergsport sicherer zu machen.
Du hast ja die Ausbildung zum staatlich geprüften Berg- und Skitourenführer gemacht, 1984. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Dementsprechend hast du halt schon super viel mitbekommen auch. Was reizt dich denn eigentlich an dem Beruf so? Du hast jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. 40 Jahre ist es jetzt her. Man muss aber dazu sagen, ich war nur 10 Jahre meines Lebens war ich Profi-Bergführer, also Woche für Woche am Weg. Dann war ich beim Alpenverein, da war mein Büro eigentlich ein Managerjob, aber natürlich immer wieder im Urlaub mit Instruktorenausbildung, bei euch heißt es Fachübungsleiterausbildung, auch Bergführerausbildung. Ich war dann vor allem Bergführer als Ausbilder. Und das war dann ein sehr wechselhaftes, viel Büroarbeit, viel theoretische Arbeit, aber doch immer wieder auch draußen direkt an der Gletscherspalte sozusagen üben und was vermitteln. Das hat schon war eine tolle Spannung. Einerseits Projektmanager, gleichzeitig aber dann wirklich auch wieder im Feld draußen was vermitteln, 1:1, 1:2. Du sagst jetzt 40 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Was würdest du sagen, hat sich da im Bergsport verändert? Was hast du gesehen? Wo sagst du, das war vor 40 Jahren noch ganz anders? Veränderung sieht man schon an der Bezeichnung. Wir haben früher immer Bergsteigen gesagt, jetzt sagen wir Bergsport. Ja, und nicht von ungefähr. Es ist der Sport, die Sportidee ist immer stärker geworden. Also sich in der Freizeit bewegen, und zwar bewegen in dieser faszinierenden Landschaft, sportlich betätigen. Das hat einen unglaublichen gesellschaftlichen Zulauf bekommen. Also Bergsport, alle Bergsportdisziplinen liegen voll im Trend. Am stärksten war die Bewegung spürbar beim Klettern. Nicht das Klettern hat sich 3-mal neu erfunden in den letzten 40 Jahren und hat dann über das Sportklettern ist es urban geworden. Wir können heute in Städten 7 Tage die Woche klettern. Gleichzeitig hat das Klettern auch alle anderen Bergsportformen beeinflusst. Das Bergsteigen ist weniger nationalistisch, weniger besiegen. Diese Kampfrhetorik ist zurückgegangen zum Glück und die Erlebnisdimension hat gewonnen. Also ich finde das auch ideologisch bei allen Missständen, wenn man an den Himalaya denkt und an den überlaufenden Everest oder an die Tragödie heuer im Sommer in Pakistan, bei allem war das ideologisch auch eine positive Bewegung. Weg vom heroischen Alpinismus hin zum sportlich erlebnisorientierten Sport, den ich gemeinsam mit meinen besten Freunden ausübe. Würdest du sagen, dass dann auch die Sicherheit sich irgendwie verändert hat? Die Sicherheit am Berg? Komplett. Ja, ins Positive, oder? Völlig ins Positive. Ja. Also in meiner Jugend war das noch einfach ganz normal. Das gehört zum Bergsteigen dazu, dass man abstürzt. Ja, und das hat man gefälligst in Kauf zu nehmen. Und der erste Mann hat den Mond betreten, da haben wir mit Eisschrauben gesichert. Die sind bei 100 Kilo ausgebrochen. Das waren Korkenzieher, ähnliche Gebilde. Ja, also, aber da war schon der erste Mann am Mond, also da wäre schon was ganz anderes möglich gewesen. Also die Rückständigkeit des Bergsports im Sicherheitsbereich war eklatant. Und das war eine irrsinnige Aufholjagd jetzt in den letzten Jahrzehnten. Und wir sind auch alle dünnhäutiger geworden. Wir wollen nicht mehr am Berg sterben. Wir wollen auch natürlich differenziert zu sehen. Einerseits, wir wollen das totale Abenteuer und die totale Sicherheit. Gell? Das geht sich natürlich nicht aus. Das kann sich nicht ausgehen. Aber bei allen Zweifeln überwiegt für mich die Freude darüber, dass Sicherheit heute einen hohen Stellenwert hat und dass diese Empfehlungen und diese Tipps, die wir geben, also dankbar angenommen werden. Auch im Skitouren- und Lawinenbereich merkt man, dass die Bereitschaft, sich da Skills zu holen und Know-how zu holen, dass die eigentlich von Jahr zu Jahr zunimmt. Vor allem auch bei den Jungen und bei den Frauen.
Würdest du sagen, dass die Verzögerung dieses Sicherheitsempfindens was mit Tradition zu tun hatte? Oder wann war der Moment, wo du sagst, oh, jetzt denken die Leute jetzt tragen wir einen Helm beim Klettern, jetzt ist da ein bisschen mehr in der Forschung da, jetzt haben wir sicherere Materialien? Ja. Es war so Mitte der 1980er Jahre, wo sich was getan hat. Einerseits der Trend zum Outdoor-Sport hat weltweit oder in der westlichen Welt enorm zugenommen. Gleichzeitig hat der Ausrüstungssektor plötzlich erkannt, man kann Geld verdienen mit Bergsteigern. Und Ausrüstung ist in den Mittelpunkt geraten und damit auch natürlich die Sicherheitsforschung, sichere Ausrüstung. Es sind die ersten Normen entstanden. Unfallforschung, all das hat Fahrt aufgenommen und unsere Gesellschaft hat diese Dünnhäutigkeit auch entwickelt, diese Ängstlichkeit, ja, und einen neuen Blick auf Gefahren. Ja, was unsere Eltern uns in unserer Jugend zugemutet haben und zugetraut haben, da würden wir heute, ich würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn meine Kinder so unterwegs wären wie wir damals. Also auch da, gerade wie wir mit Kindern umgehen und deren Sicherheit, ja, macht es für mich so deutlich, was sich da an gesellschaftlicher Sensibilität verändert hat. Gell? Natürlich im Negativen auch wieder mit Helikoptereltern, die ihre Kinder nicht einmal eine Sekunde aus dem Auge lassen und schon Achtung, da ist Fels am Boden, Achtung, Gefahr, schreien. Aber letztlich doch auch, denke ich, für mich aus meiner Sicht positiv, weil ich einfach all die Reihe von toten Bekannten und Freunden sehe, wo es viele Fälle gibt, die hätten so nicht sterben müssen. Mit mehr Wissen, mit mehr Empfehlungen. Ja. Du hast ja das Magazin Berg und Steigen ins Leben gerufen und warst auch lange Chefredakteur, hast das jetzt abgegeben in gute Hände, wie ich gehört habe. Hast du immer noch Herzensthemen, über die du dann gerne berichtest? Hast du immer noch so deine Leidenschaft, wo du gern drüber schreibst, was du gerne Leuten mitgibst in deinem Magazin? Wichtig ist mir, dass wir ganz nah an der Praxis bleiben, dass wir, wenn theoretische Erkenntnisse kommen, dass wir sie so übersetzen, dass sie lesbar sind, dass wir die Wissenschaft sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich machen für Nichtwissenschaftler und immer wieder die Frage stellen, was bringt es in der Praxis wirklich? Das ist so, dass wir nicht abheben und den Kontakt zum eigentlichen Sport verlieren und zu den Anwendern. Denn bei allen Erkenntnissen letztlich ist es ein Sport, der auf Freiwilligkeit beruht und wir müssen mit unseren Empfehlungen die Akzeptanz erreichen. Akzeptanz bei jemandem, der in seiner Freizeit nicht beruflich diese Tätigkeiten ausübt. Wie können wir da überzeugen? Also wir müssen gute Pädagogen sein. Das sehe ich. Was ich selber natürlich immer, meine zwei persönlichen Herzthemen sind immer seiltechnische Themen und Lawinen. Diese zwei Felder bearbeite ich auch selber gern. Mit Unfallanalysen oder auch mit Stop-or-Go und ähnlichem oder mit diesen Lawinen-Update-Vorträgen. Du bist ja auch gerade wieder auf Lawinen-Update-Tour quasi und gibst da Vorträge zum Thema Lawinensicherheit. Was sind denn so die Kernaussagen, die du den Leuten da immer mitgibst? Ich weiß, es ist ein 3-stündiger Vortrag, es ist schwer, das glaube ich jetzt so in ein paar Sätze zusammenzufassen, aber worum geht's? Was können die Leute mitnehmen von dir? Also zentral versuche ich zu vermitteln, dass diese komplexe Gefahr Lawine mit einfachen Faustregeln nicht besiegt, aber minimiert werden kann. Auf ein Maß, wo ich jetzt einmal sage, das ist gesellschaftlich akzeptabel, das verbleibende Risiko. Es braucht nur auch die Bereitschaft, diese Regeln auch zu übernehmen und anzuwenden. Und
methodisch, didaktisch arbeitet diese Vortragstour Lawinen-Update mit Unfällen, mit konkreten Unfällen. Immer aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Winter, weil Unfälle haben einen Vorteil, sie fokussieren, sie fesseln die Aufmerksamkeit. Ja, du hast dein Publikum wirklich bei der Sache, wenn du ihnen einen Unfall präsentierst. Das hat vielleicht was Voyeuristisches, aber ich sehe es positiv. Ich denke, wenn man einen Unfall schildert, dann fesselt uns daran immer auch die Vorstellung, das könnte mir auch passieren. Und diese Neugier positiv zu nützen, ja, diese Aufmerksamkeit positiv zu nützen und dann an diesem Unfall eine Empfehlung festzumachen oder Wissen herum festzumachen, Skills herum festzumachen. Und dann zu überzeugen, macht es selber. Gebt es weiter in eurer Community. Wendet es an, probiert es aus, macht die Erfahrung, dass Lernen im Schnee Spaß macht. So. Es ist eine Werbeveranstaltung für Ausbildung, für Ausbildungsorganisationen. Eine Werbeveranstaltung für die Infodienste wie Lawinenwarndienst. Und natürlich auch für unsere App wie Alpenverein Aktiv, Autoactive, was hier digital leisten kann. Es gibt ja bei den Bergsteigern so ein bisschen fast eine kollektive Skepsis der Technik gegenüber. Gell? Weil das sind eher so romantische Naturmenschen, ja, haben so eine Grundskepsis gegenüber Technik und auch gegen Digitaltechnik. Und ich selber bin begeistert vom Internet und das versuche ich auch, ist mir auch so wichtig, zu zeigen, wie in unserem analogen Sport in der Natur, wie diese Hightech-digitale Technik, wie wir sie in Alpenverein Aktiv oder in Autoactive haben, wie uns die helfen kann bei unserem Sport, wie sich das da positiv ergänzt und wie sich das positiv begegnet. Also das finde ich einfach, ja, gewaltig. Thema Lawinen. Du redest so viel darüber, du hast ein großes Wissen, was das angeht. Bist du trotzdem selber schon mal in eine Lawine gekommen? Ja? Zweimal. Zweimal, es war immer witzig. Ich sage bei meinen Vorträgen immer, unsere Lawine ist eine Schneebrettlawine. Und die Lockerschneelawine, die punktförmig anriss und mit dem, die können wir eigentlich vergessen. Und ich bin zweimal genau von so einer Lawine mitgerissen worden. Lawine, die ich selber ausgelöst habe. Und der Schnee, der hinten nachgerutscht ist immer schneller geworden, ist immer steiler geworden und hat mir dann die Ski weggezogen. Und ich bin dann zweimal abgegangen. Und es war immer harmlos, es ist nie was passiert, aber es war eindringlich genug, dass ich ja einfach die Bescheidenheit auch wieder zurückgewinne. Die Bescheidenheit, Achtung, Experte, die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist. Das ist ein guter Satz. Man neigt als Lawinenexperte schon immer wieder auch zur Überheblichkeit oder man schlittert in so eine Vorstellung rein. Ich habe die Sache im Griff. Ich kann bis an die Grenze gehen, weil ich weiß genau, wo sie ist, die Grenze. Und das ist falsch. Hast du in dem Fall der Lawine dann auch an die Punkte gedacht, die du allen erzählst, mit diesen Freikämpfen oder hat die Situation das nicht so gefordert? Ja, klar, da ist mir alles Mögliche durch den Kopf gegangen. Einmal habe ich sogar dann da auch den Airbag gezogen. Das zweite Mal hatte ich keinen Airbag, weil das war eine Skidurchquerung mit Seil und Steigeisen. Dann habe ich keinen Airbag. Dann ist mir das auch gelungen, mich dann, einen Ski hat es mir weggerissen, aber mit dem zweiten habe ich mich dann in der Lawinenbahn so seitlich raus manövrieren können und bin dann am Rand liegen geblieben. Aber es hätte auch anders ausgehen können, wenn das nicht so schön nach unten läuft, sondern da ein Felsabbruch ist, ja, das außerhalb meiner Gestaltungsmöglichkeiten, dann hätte auch diese zwei an sich harmlosen Schneerutsche hätten ein böses Ende nehmen können. Und diese Bescheidenheit, Demut, die tut schon gut beim Bergsteigen ganz allgemein. Und mit der Haltung versuche ich ja an die Unfälle heranzugehen, beim Lawinen-Update zum Beispiel. Weil das ist nicht ganz einfach.
nicht ganz einfach. Ich bringe da Unfälle, wo Menschen gestorben sind. Dass das nicht zu einer rein voyeuristischen Nabelschau wird, wo man Fehler, selber schuld. Ja, diese Haltung, dass die ja nicht Raum greift. Ja, sondern okay, ich habe jetzt mal den Satz geprägt bei der Unfallanalyse, ist mir das eigentlich das erste Mal so klar geworden. Alle Aktiven, die in Bergsportunfälle involviert sind einmal zunächst unschuldig. Ja, es sind alle unschuldig. Ja, ich muss ja nicht Richter spielen, ich bin kein Jurist. Ja, aber es ist immer eine Situation, die entsteht, auch psychologisch, die dann im Nachhinein nicht mehr herstellbar ist. Und da sollte man einen großen Respekt haben. Ja, und einfach selber reflektieren, wie oft man ja selber auch in ganz seltsamen Situationen landet, die rückblickend hätte man das nie erwartet, oder? Wenn ich da am Tisch sitze und jetzt plane, wäre sowas gar nicht möglich. Und trotzdem habe ich mich selbst in der Situation wiedergefunden. Also sich für Unfälle interessieren in dem Bewusstsein, ja, mir kann es auch passieren. Und deshalb versuchen daraus zu lernen. Wenn du jetzt die Gelegenheit hast, hier allen Bergsportlern und Bergsportlerinnen einen Tipp mitzugeben, irgendwas, wo du sagst, das ist so mein Leitsatz geworden oder das habe ich gelernt, das würde ich gern weitergeben zum Thema Sicherheit, was wäre das? Dass man offen bleibt und wirklich neugierig und dankbar für diese Empfehlungen, die in diesen vielen Jahren durch viele Expertinnen und Experten entstanden sind und diese Empfehlungen, diese wenigen Empfehlungen dankbar sich anschaut, ausprobiert und annimmt. Und sich einfach auch klar macht, es ist nicht der Weg, ist das Ziel, den Spruch gibt es oder der Gipfel ist das Ziel. Das Ziel im Bergsport ist, dass man heimkommen, das Ankommen wieder daheim. Das ist das Ziel. Und zwar Ankommen in einer neuen Art und Weise. Erstens gesund und zweitens angereichert. Das bereicherte Heimkommen durch das Erlebnis in der Natur oder im Bergsport. Das ist das Geheimnis. Und das Heimkommen, das heißt nicht, das muss nicht immer über den Gipfel gehen. Ja? Der Gipfel kann mit dabei sein, darf mit dabei sein, aber es ist nicht das Wesentliche. Danke. Danke, Michael, fürs Interview. Gern, danke für die Neugier. Danke.